Moin Leute und herzlich willkommen mal wieder zu einer kleinen Information für alle User, die sich Handbrake in den letzten paar Tagen runtergeladen haben. Ihr seid unter Umständen von einer Malware betroffen und zwar zu 50/50. Ich gehe nochmal kurz zurück auf die Startseite und zwar hier steht dieser Security Alert, der gilt für alle Mac-User. Achtung, nicht Linux oder sonst irgendwas, aber tatsächlich jeder, der sich zwischen dem 2. und 6. Mai 2017, also vor ein paar Tagen, diese Datei runtergeladen hat, also Handbrake von der Webseite, tatsächlich ohne irgendwelche anderen Sachen, sondern einfach nur von der Webseite runtergeladen hat, der kann sich einen sogenannten OS X Proton eingefangen haben. Das ist eine Variante von einem relativ berühmten Mac-Trojaner, glaube ich. Ich kenne mich da allerdings nicht so genau aus. Am besten mal diesen Security Alert hier komplett durchlesen oder mir einfach zuhören. Die Chance ist 50/50, dass ihr tatsächlich sowas habt. Und was ihr dringend machen sollt, ist, ihr solltet checken, ob ihr so einen Prozess hier laufen habt, also so ein Activity Agent, und ihr solltet checken, ob die SHA-Sum, also die SHA-1-Sum, dieses hier ergibt, beziehungsweise die SHA-256-Summe das hier ergibt. Wie ihr das machen könnt, ist relativ einfach. Steht sogar schon hier, ne? Nee, das ist, okay, das ist im Prinzip, wie ihr das ganze Ding wieder loswerdet. Ja, und wie ihr diese SHA-Sum checken könnt. Achtung, ich bin unter einem Linux-Betriebssystem, deswegen geht es bei mir ein kleines bisschen anders, aber ich habe trotzdem mal diese Handbrake-Datei hier einfach runtergeladen. Ein Terminal öffnen in genau diesem Ordner und dann die SHA-Summe davon überprüfen. Das heißt einfach hier SHA-Sum für die Mac-User, beziehungsweise für mich die SHA-1-Sum von dieser Handbrake-Datei, Handbrake 1.0.7.dmg. Klar, ist jetzt eine andere Version online. Ich habe sie mir gerade eben erst runtergeladen, weil ich normalerweise mit DMG-Dateien nichts anfangen kann. Aber ja, ihr könnt dann einfach diese wunderbare SHA-Sum berechnen und könnt dann abgleichen, ob diese Summe hier, ob das, was hier im Prinzip alles steht, ob das genau dasselbe ist wie hier oben. Wie gesagt, für die Mac-User, das 1 oder diese 1 hier, die muss bei euch nicht stehen, die brauche nur ich, weil ich unter Linux bin. Und ja, dann einfach schauen, ob das genau das hier ergibt, beziehungsweise wenn ihr SHA-256 berechnet, dann schauen, ob es das hier ergibt. Wenn es nicht das ergibt, also einer von den beiden Werten, dann solltet ihr ganz, ganz dringend, wenn es das hier ergibt, beziehungsweise das hier unten, dann solltet ihr dringend was tun, und zwar genau diese Kommandos hier ausführen, um alles zu entfernen. Okay, das war's von meiner Seite. Ich wollte euch nur wieder mal darauf aufmerksam machen, dass da was passiert sein kann. Und ja, wenn ihr sowas habt, dann solltet ihr dringend auch noch eure Passwörter ändern, denn was dieser Virus im Endeffekt gemacht hat, ist, er hat alle eure eingegebenen Passwörter gespeichert und natürlich dann an den Verbreiter des Viruses geschickt. Das heißt, alle Passwörter, die ihr irgendwo eingegeben habt, können eventuell dann bei dem Autor von diesem Virus sein, was natürlich nicht geil ist. Ihr solltet die dann dringend alle ändern und im Notfall dann eben auch noch Maßnahmen ergreifen. Eure Daten, die verloren gegangen sind, also wenn es zum Beispiel irgendwie ein Online-Banking-Passwort war, dann solltet ihr dann vielleicht auch noch eure Bank kontaktieren, ob da irgendwas Schlimmes passiert ist. Sollte aber eigentlich nicht, da ist ja eh immer Two-Factor-Authentication, deswegen eigentlich nicht so schlimm, aber natürlich auf jeden Fall ändern. Gut, das war's von meiner Seite und ja, ich hoffe, ihr habt soweit alle euch nichts eingefangen, beziehungsweise ist zumindest noch nichts passiert und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao!